Hi guys, I will show you a project today where I altered this little tea bag box. It was, you can see the gaps there. There was another little slatting, to have 6 compartments. Never, I took that out in the past and I use it for all sorts of stuff. Having my tools in, or you can see it's full of paint splatters. I used it for little paint pots, and but now I wanted to have it nicer and want to do something. It was laying around now a long time and it was dusty, and with the wood it wasn't sealed, the surface wasn't sealed, so the wood was very dusty, was difficult to clean, and then I thought I chuck it out or I do something with it, and that's what I do now. But first I give it a nice coat of gesso and then I go on and work with some Biste. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, wie ich diese Teebox verändere. Ich hatte da war in der Mitte noch so ein Holzbrettchen drin, wie ihr sehen könnt, da sind diese Lücken. Das hatte ich rausgenommen, weil ich habe das immer mal benutzt für so kleine Werkzeuge drin aufzubewahren oder auch als kleines Regal für kleine Farbpöttchen. Die ist dann über die Zeit, ist das Ding dann so dreckig geworden mit Farbspritzern drauf und ich habe es lange nicht benutzt und das Holz ist nicht behandelt und dann zieht das Staub an, du kannst es schlecht säubern. Und dann habe ich irgendwann gesagt, entweder schmeißt du das jetzt weg oder machst was mit. Und das habe ich jetzt gemacht. Und erst so eine schöne Schicht Gesso drüber. Und was ich jetzt benutze, ist Biste. Und zwar, ich habe ja Biste benutze ich ja schon eine lange Zeit, immer mal wieder. Das ist ja so ein natürlicher Farbstoff, getrocknet aus Kohle ist zum Beispiel ganz typisch, aber auch aus Baumrinde, aus Erde, aus allen möglichen Pflanzen. Das ist eine nicht permanente Farbe, die ist also leicht wieder zu entfernen. Und habe dann jetzt mal entdeckt, da gibt es von Powertex jetzt ein neues Biester, da habe ich mir ein paar neue Farben bestellt, weil ich hatte nur begrenzt. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Farben jetzt gibt. Und habe da aber gesehen, die hatten das auch flüssig in der Flasche und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Aber letztendlich ist es nichts anderes als braunes Biester, flüssig, ja. So, ich habe das Pulver, also das kann ich mir selber machen. Das war jetzt, das ist okay. Das ist jetzt nicht so, dass ich so, ist Beschiss oder so. Nee, ist natürlich für Riesenflächen, ist das dann schon mal vorbereitet und man kann das super benutzen, ist gut aufgelöst. Also so ist das schon in Ordnung. Aber das hätte ich jetzt auch selbst machen können. Ich habe immer nur kleine Flächen, wo ich es drauf benutze. So, und wie ihr sehen könnt, das ist wasserlöslich, es bleibt wasserlöslich und man kann das dann immer schön wieder entfernen. Ich habe jetzt eine Schicht Gesso drauf. Wenn man das direkt aufs Holz packt, gibt das natürlich eine schöne Patina und man kann nicht so viel entfernen. Es setzt sich schön in die Rillen und was dann natürlich einen schönen Effekt macht. Ich habe dann weitergemacht mit blauem Biester und dann noch mit weißem Gesso, um auch so diesen kompletten Patina-Look zu bekommen. When everything was dry, I used this Bista. I got new. I have this powdery Bista since a long time. Like to use it. It's a natural product. It's made from bark and coal and soil, whatever, and plants. And it's not permanent. It's water soluble, permanently water soluble. So you can remove it when you're working on a surface, as I do on gesso. You can remove a lot, but it's not bad to use it on pure wood. It will soak into all the little creases and it will stay there, and you can wash off the surface. So that's pretty interesting. But other than that, I could have made this liquid form myself because I have the brown one anyway. So, but it's okay. It's not that for big areas. It's more practical because it's the ratio is quite good. I think it's more difficult when you do it yourself with the powder and water and mix it and try to get the ratio. So it was worth buying. It's not that but I wouldn't do it again because I know it's brown Bista and mixed with water. So
I put the brown bister on the liquid one, and I removed it partially, and I had the gesso on top, as I said. Without my gesso layer, it would have soaked farther into the wood, but I really wanted to have the wood sealed. That's why I used the gesso first. So then I removed a tiny bit of the brown bister, and then I worked with the blue bister and put some gesso on top just to get this patina look, this wood, not wooden, this weathered wood, this distress look, you know. And I thought, because of these gaps I have, I thought it wouldn't bother me, but it did actually. So that's why I would have done it from the beginning otherwise, but got my paper clay out, put it into the gaps and let it dry. So, and then of course I had to fix it, went over with the same. First I sealed it with gesso, and then with brown bister, with blue bister, and with gesso again on top. The same way I did all the other stuff. And it's quite good, hardly to see. And I think it would have been much better do it straight from the beginning. Even if you think stuff like that don't bother you, it will at the end. So better do it from the beginning. Und wie ihr gesehen habt, mich hat diese Lücke eigentlich am Anfang nicht so gestört, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, mach die mal zu, und habe dann das Fimo benutzt hier. Das Light, das trocknet ja auch sehr schnell. Musste dann natürlich alles wieder angleichen, und das mache ich in der gleichen Weise, wie ich vorher die Box auch behandelt habe. Erst mit dem braunen Biester, dann dem blauen und hinterher noch ein bisschen Gesso drauf. Einfach auch, um die ganze Fläche wieder anzugleichen. Man sieht das noch ein bisschen, aber nicht so extrem. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich ärgert. Das ist halt so dieser verwitterte Look, den ich haben wollte, passt dazu. Ist halt ein bisschen repariert. So, dann habe ich hier diesen crackled, oder wie sagt man das, gesplittert, nicht crackled, ja, Krakelier-Stempel, und den stempel ich jetzt rundherum. Und mit diesem großen Stempel komme ich natürlich nicht innen rein. Dann nehme ich einen etwas anderen, das ist jetzt nicht direkt Krakelier, aber ähnlich, das sieht aus wie so ein Gemäuer, und das kommt dann in die Mitte. You know, I wanted, as I said before, I want to have the look weathered and distressed. So using this crackle stamp, and because of the size, I couldn't go inside with it. But I have another one. It's not crackled. It's just a bit like an old stone wall or something like that. It's not bad, but you can see here it looks quite good. And I will go with the small into the compartments here. It's just small enough that I can stamp it inside and on the sides as well. Ich habe dann, hier seht ihr, den Stempel genommen, damit komme ich ganz gut innen rein, und dann auch noch an die Seiten. Und was ich machen wollte, ist aus diesem Regal, was es ja jetzt ist, so eine kleine Kaffeebar. Einfach um so die kleinen Espresso-Tässchen da reinzupacken und Kapseln, weil im Büro habe ich noch eine Kapselmaschine, weil ich da keine andere Chance habe. Ich brauche was Kleines. Wir haben mittlerweile, die Teeküche ist ja, wir sind ja umgezogen, alles umgebaut, lalalala. Unsere Büros sind jetzt oben, und ich habe jetzt nicht immer Bock runterzulaufen, und das ist immer ewig lang dahin zu laufen. Also habe ich mir diese kleine Kaffeemaschine ins Büro gestellt, und die Kollegen benutzen die auch. Nur ich habe halt nicht so viel Abstellplatz. Und da ist jetzt auf diesem kleinen Regalbrett, was mir die Handwerker da angebracht haben, steht die Maschine und die Kapseln und die Tassen, und das ist alles so eng, und deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt hier meine Kaffeebar draus. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ist eine Camembert-Dose, den Rand genommen, das ist Spanholz, und mache daraus dann so ein kleines Schild, so Kaffeebar-Schild. Aber dadurch, dass das natürlich rund ist, muss ich das erstmal gerade kriegen. Spanholz lässt sich sehr schnell, so dünn wie es ist, gerade kriegen. Einfach komplett nass machen, dann trocknen lassen unter Gewicht. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Und dann ist das gerade, und dann kann man es benutzen. Ich behandle das genauso wie die Kiste.
und mache dann weiter später mit der Stempelei. You know, I will use this little shelf as a coffee bar shelf. At work, we moved with the whole office, the whole building was refurbished, and so it's quite a long way now for us to walk down and go into the kitchen and la 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 la. So, long story short, I got my own little capsular machine. It's capsular. I don't like to use capsular, but I'm using environmental friendly capsule, so doesn't matter. It's a very small one. I haven't got that much space for stuff in my office, and the handyman, they put me a little shelf on the wall, and there's everything on the machine and the capsulas and the little espresso cups and so on. It's pretty crowded, so that's why I thought it might be nice to have this little shelf. I will nail it to the wall and have the capsulas and the little espresso cups in there, and that gives me more space. And that was my whole idea behind it. And what you can see me doing here, I used this thin wood from a camembert box, and I straightened it the way you saw it, wet it completely and then let it dry under weight. And you can use it then it's straight. I cut it to size, glued it. I will glue it on later, but I treated it in the same way as I did with the shelf. And now I stamped down the coffee bar, and you could see I had the coffee bar stamped down on the paper just to have a reference that I get it straight into the middle. And that gets glued on now. Ihr habt ja gesehen, ich habe das jetzt gestempelt. Ich hatte den Kaffee schon gestempelt auf dem Hintergrundpapier, einfach um auch eine Referenz zu haben, wo so ungefähr die Mitte ist. Ich wollte wollte das jetzt genau in der Mitte haben, sonst sieht das so ein bisschen blöd aus. Und das hat ganz gut geklappt. Klebe das jetzt oder habe das festgeklebt, so, und jetzt versiegle ich das Ganze, nämlich ein flüssiges, das ist das Glossy Acryl, flüssig Acryl, oder nee, nicht das flüssige Liquitex, das ist es. Und Varnish, und das ist ein bisschen glossy, das ist jetzt nicht so extrem, aber es gibt halt so einen schönen, so ein schönes Finish, das kann man auch mit einem feuchten Lappen drüber gehen, wenn da mal Flecken drauf sind. Natürlich wollte ich das an die Wand hängen, um Platz zu sparen. Und da habe ich jetzt diese Hänger. Das hat natürlich einen ganz, ganz dünnen Rand nur. Und da muss ich wirklich ganz vorsichtig die Nägel reinmachen, dass ich genau diesen Rand treffe. You know, I wanted, the point is to hang it at the wall. So that needed this hangers here. But you saw the rim is very, very, very thin. And it was very important for me to get the nails exactly into this rim area, and not that I damage the wood, but it worked quite good. So this hangers are specially made for that. The nails are pretty thin and tiny, so it gave me a hard time. I only have this really huge hammer, but I worked it out. So hammered the nails in first to have a hole, and then I used the hangers here. It worked quite good. And yeah, and that's it. I'm not doing anything else to it. And I will show you the close-up already now. And ja, ihr habt ja gesehen, mit den Nägeln, die waren so ein bisschen schwierig, weil, habe ich schon gesagt, wegen dem Rand, der war so dünn, aber hat gut geklappt. Aber mit diesem riesen Hammer zu arbeiten, war natürlich auch keine gute Idee. Aber ich habe keinen kleineren. So. Also Close-up ist schon da. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I see you very soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, stay healthy, but never forget to stay creative. So, bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht sogar was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt bitte gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und vergesst nie, immer schön kreativ sein. Und hier könnt ihr ja sehen, wie ich mir das gedacht habe mit den kleinen Espresso-Tassen hier oder Bechern. Und so soll das dann sein. Und noch ein paar Kapseln rein und fertig. Okay.
Lasst es euch gut gehen. Tschüssi.